Hi, wir sind Tobi, Sarah und Rio. Ende August haben wir unsere Jobs gekündigt und sind seitdem mit unserem 40 Jahre alten Wohnmobil auf Reisen. Steigt ein und begleitet uns. Und jetzt sind wir angekommen. Vor dem Parkplatz. Ich muss die Kamera mit beiden Händen halten. Wir wollten jetzt eigentlich da hoch zu der Burg. Hier ist die Karakalesi oder so. Ich schreibe es unten rein. Und mussten an einem Hund an der Kette vorbei. Und der hat sich schon übelst aufgeregt, aber der hat die Kette durchgebissen, beziehungsweise das Seil. Das sah so aus, als ob er... Man sieht dich nicht. Es sah so aus, als ob er eine Kette, also eine Eisenkette um den Hals hat, aber es war dann letztendlich nur ein dünnes Seil, was mit der Kette noch verbunden war. Ja. Und kurz danach, der kam uns dann nachgeschossen. Sarah hat es Gott sei Dank gesehen und hat mich vorgewarnt. Ich habe dann Rio nur am Geschirr hochgehoben, weil das war, keine Ahnung, Richtung Größe Rottweiler. Und er hat sich dann kurzzeitig in Rio verbissen. Und in dem Moment konnte man Gott sei Dank, also wir haben ihn erst weggehoben und so, ich weiß nicht, 3-4 Runden auf Abstand gehalten, aber irgendwann kam er durch und hat sich dann in Rio im Hinterlauf verbissen. Und in dem Moment konnte ich dann hinten in den Nacken bei ihm reinfassen und ihn ein bisschen runterdrücken, bis der Hirte kam. Aber Rio hatte übelst Angst und wir werden da jetzt nicht mehr hochgehen. Mein Gott, ich zitter noch. Und er hat bis zum Auto jetzt geschrien, aber also wir sehen keine Wunde, müssen es mal beobachten. Er tritt auch vorsichtig hinten links auf, aber er tritt auf, konnte auch ganz normal ins Auto reinhüpfen, deshalb müssen wir mal beobachten, ob jetzt was ist oder nicht. Aber da zeigt sich es mal wieder. Nicht die Straßenhunde sind die gefährlichen, sondern die Wachhunde an der Kette. Und vor allem, wir sind so schnell vorbei, weil der hat so ein Theater gemacht, aber wir dachten, die Kette hält. Und wir sind einfach nur ganz schnell vorbeigegangen und dann sehe ich nur diesen riesigen schwarzen Hund auf uns zustürmen. Und wir hatten das schon mal in Australien, wo wir mit einem Hund Gassi waren. Und ich wusste nur, scheiße, was sollen wir machen? Tobi hat sich groß gemacht und in den Weg gestellt. Dann hat im nächsten Moment aber Rio hochgenommen und ich habe nur probiert, den abzuhalten. Und es war einfach ein Ding der Möglichkeit. Der ist so aggressiv gewesen. Ja. Aber man merkt einfach, dass Hunde an der Kette oder generell Tiere an der Kette werden halt aggressiv. Und das, nee, das braucht man nicht. Vor allem, der hat sich nicht abhalten lassen vom Beißen und Alter. Naja, wir werden jetzt auf jeden Fall nicht mehr da hochfahren, egal wie cool es ist. Nee. Sondern ich denke mal jetzt zum Schlafplatz, keine Ahnung, wir wissen nicht mal, wohin wir fahren. Hauptsache hier weg und ich denke mal irgendwo an der Hauptstraße oder neben der Hauptstraße am Strand, keine Ahnung, Hauptsache heute irgendwo pennen, morgen geht es dann weiter Richtung, ja, grob Richtung Mersin, also ich denke mal Alanya oder so wird es sein. Und ja, keine Ahnung, ob wir heute noch mal filmen. Wir sind noch ein bisschen unter Adrenalin. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Also wir fahren jetzt doch zum Tierarzt, wir haben eine Bisswunde entdeckt und er blutet auch. Und das lassen wir jetzt einfach mal desinfizieren und abchecken, ob sonst auch alles in Ordnung ist. Aber er tritt auch wieder hinten auf, aber ist ein bisschen zögerlich und er hat halt noch mega Angst. Aber klar, was denkt man denn, was ist? Wir sind mittlerweile an unserem Stellplatz angekommen und beim Tierarzt kam Folgendes raus. Also er hat 2 Bisswunden, einmal am Oberschenkel und also Außenseite und hinten am Oberschenkelübergang zum Bauch. Aber beide nicht so tief. Wurden desinfiziert und nochmal gegen Tollwut geimpft und ja, damit waren wir dann auch wieder entlassen. Und danach haben wir auch schon gleich die ersten Hunde getroffen. Da hat er sich gefreut, allerdings wurden es dann wieder zu viele. Es waren dann 3 große, also vom, ich weiß nicht, Labrador-Größe bis zum Kangal. Und ja, er hat sich sofort unterworfen, genau. Und hatte Angst erstmal. Und war sehr verängstigt, nachdem er den ersten Hund, den er alleine gesehen hat, erstmal angekläfft hatte, aus Angst. Wir hoffen natürlich, dass es jetzt in Zukunft besser
wieder besser wird und keine bleibenden Schäden bzw. psychologischen Nachwirkungen hinterlässt. Weil das hat er wirklich nicht verdient. Und alles nur, weil ich die Situation falsch eingeschätzt habe, dass der Hund angekettet ist und nicht loskommt. Aber wir stehen jetzt hier neben der Autobahn oder neben der Schnellstraße eher. Ist nicht so schön, aber ja, morgen geht's dann weiter. Kurzes Update zu Rio, bevor wir weiterfahren. Es geht ihm auf jeden Fall schon besser. Er hat gerade seinen Futterbeutel geklaut und wollte den während der Fahrt schön genüsslich zerlegen. Aber ja, sonst geht es ihm schon wieder gut. Wir haben jetzt gerade die nächsten Straßenhunde getroffen, sind dann auch rangefahren, damit er wieder Kontakt hat. Und das war alles super. Erstmal aus dem Auto raus beschnüffelt, weil die ja doch recht groß sind hier. Und die zweite, die ist extrem ängstlich gewesen, hat ihn halt angeknurrt. Also sobald man sie streicheln wollte, total unterwürfig. Jetzt haben wir ihnen gerade noch Futter hingetan und jetzt geht es dann weiter. Wir sind nach wie vor auf dem Weg Richtung Mersin und die Sarah war gerade einkaufen. Und zwar, wo wir mit Kiki und Phil zusammen waren, war ich die ganze Zeit neidisch auf Kikis Kaffee, ja, Presser, keine Ahnung. Und es ist jetzt der wievielte BIM und ich habe endlich eine gefunden. Und dann auch noch in dem geilen Blumenmuster. Also es gefällt Tobi bestimmt nicht, aber ich finde es genial. Ja, und ich freue mich darüber. Super schön. Also Kiki, ich habe es endlich geschafft. Ich dachte, wir haben die Gewächshäuser hinter uns gelassen. Wir haben jetzt hier auf dem Weg nach Mersin die steilste Strecke, die wir bis jetzt hatten. Und zwar gab es gerade ein Schild mit 15% Steigung. Wir sind auch schon zweimal jetzt zurück im zweiten Gang, damit wir hochkommen. Und da unten kämpfen sich die LKWs hoch. Die haben wir überholt. Den blauen haben wir überholt. In den Gewächshäusern, die man heute eben gerade gesehen hat, wachsen übrigens Bananen. Wussten wir gar nicht, dass hier Bananen angepflanzt werden. Also Tomaten haben wir jetzt schon zahlreiche gesehen. Das war bei Xanthos, aber hier war alles voll mit Bananen. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do. Auch hier war anscheinend ein großes Feuer. Just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Wir sind jetzt am vermeintlichen Platz für heute angekommen, hier an diesem super schönen Strand. Aber hier kann man echt bescheiden stehen, abgesehen von den Häusern, weil nur da hinten ist eine kleine Stelle, wo man stehen kann. Und sonst, ja, nur vor den Häusern direkt. Jetzt fahren wir heute doch weiter zu einem anderen Platz und dort werden wir zwar wieder vor Häusern stehen, aber da darf man offiziell stehen. Und außerdem kommen manchmal Streuner vorbei, was für Rio ganz schön ist. Weil hier ist bis jetzt zumindest gar kein Straßenhund da. Und ja, für ihn ist es schöner mit Hunden. Wir sind ja weitergefahren, um einen besseren Platz für uns zu finden. Allerdings kamen wir zu dem besseren Platz nicht hin, weil eine Baustelle die komplette also unsere Spur komplett belegt hat und wir konnten zu keiner Zufahrtsstraße über die Baustelle. Deshalb sind wir jetzt weitergefahren, wollten zum nächsten Platz, zum Campingplatz. Da kamen wir wegen der Baustelle auch nicht hin. Und jetzt fahren wir zum Restaurant oder zu einem Restaurant und hoffen, dass wir dort stehen können. Wissen es aber noch nicht. Sonst sind wir jetzt heute schon in Mersin. Jetzt wollten wir eigentlich erst, ich denke mal Ende der Woche, also Samstag, Sonntag dort sein und jetzt ist schon Donnerstag. Alles nicht so geil, aber hier ist auch alles zugebaut, das heißt man kann hier gar nicht so wirklich irgendwo anders sonst stehen. Jetzt hoffen wir mal, dass wir bei dem Restaurant dann stehen können oder sonst zum nächsten Platz, irgendwie vor einer Polizeistation. Ja. Hier in der Gegend ist es alles nicht so leicht, finden wir. Zumindest auf den ersten Eindruck. Nach langem Suchen haben wir jetzt ein Restaurant gefunden, wo man
hier auf Park Night. Man darf hier übernachten, wenn man isst. Das machen wir jetzt. Das ist leider ein Fischrestaurant. Aber ich habe ganz viel Gemüse gefunden. Mal schauen, was wir kriegen. Wir haben gesagt, was wir nicht haben wollen. Und sie stellen was zusammen. Wir haben unser Essen bekommen. Oh, ich bin richtig happy gerade. Ja. So, das sind verschiedene Dips. Unser Brot und mein Fisch kommt gleich. Und jetzt kam auch noch meine Fischrolle. Guten Morgen! Hallo! Wir haben jetzt hier vor dem Restaurant geschlafen. Kleines Update, es war super lecker. Ja, stimmt. Es war wirklich gutes Essen. Und heute fahren wir wieder 20 Kilometer zurück, weil wir im Nachhinein meinen, dass wir zumindest quer über die Baustelle irgendwo hätten fahren können. Das versuchen wir heute, dass wir auf den Platz kommen. Und alles nur, weil es in Kappadokien jetzt wieder aktuell auf minus 13, minus 14 Grad nachts runtergeht. Deshalb wollen wir noch ein bisschen Zeit rausschinden, bis wir wirklich nach Kappadokien fahren. Ja, weil genau. Die Temperatur hatten wir bisher auch noch nicht. Ja. Und ja, wir gehen jetzt noch mit Rio, machen uns dann fertig und dann geht es wieder zurück, wie gerade gesagt. Wir sind jetzt eigentlich an der Stelle, wo wir rüberfahren wollten. Gestern wäre es unserer Meinung nach irgendwie gegangen und heute ist die Baustelle genau hierher gerückt. Eigentlich müssen wir da hinten rein. Das heißt, wir kommen jetzt definitiv nicht hin. Und ja, wir werden jetzt hier nochmal weiterfahren. Vielleicht sehen wir noch eine andere Möglichkeit, wie wir hinkommen. Und sonst müssen wir irgendwas anderes suchen. Ist echt gar nicht so leicht hier. Achso, ich hätte ihn vorne schon umfahren können. Er hat uns den Weg gezeigt. Juhu! Jetzt fahren wir dem hinterher und fahren da vorne in die Straße rechts rein. Stellen wir uns vor den Busch, dann sind wir von hinten ein bisschen vom Wind geschützt. Hier so, oder? Also wir sind jetzt da. Wir mussten also die Durchfahrt war verboten. Wir sind jetzt dem anderen einfach gefolgt und ja, es war richtig. Die Sarah sagt, wir stehen schief, weil sie kann nicht schlafen, wenn es schief ist. Und dafür habe ich mir extra eine Wasserwagen-App runtergeladen. Und die setzen wir jetzt mal hier auf den Motor. Und wir stehen. Okay, wir haben weg. Und wie ihr seht, es ist perfekt gerade. Schau mal den Kreis in der Mitte. Ja, das sind Toleranzen, aber ich würde sagen, es ist gerade und wir bleiben hier stehen. Wir standen die letzten Tage auch immer so und da konnte sie auch schlafen. Das ist alles nur da oben drin. Komm du mir nach Hause. Genau, und wir werden jetzt erstmal frühstücken. Ja. Und dann Kaffee trinken. Ja, das gehört zum Frühstücken. Und dann den Tag hier genießen, beziehungsweise Videos schneiden und so weiter, die Sonne ausnutzen und ja, die Wartezeit auf Kappadokien sinnvoll verwenden. Auf dem Weg hierhin waren wir jetzt noch einkaufen und ich bin mit Hunger in das Geschäft gegangen und habe dann Sesamringe, also tiefgefroren, und Börek tiefgefroren gekauft und das wird jetzt heute unser Frühstück und die Vorbereitungen laufen. Ich weiß gar nicht, was für eine Füllung. Das sieht nach Kartoffel oder so aus. Schaut auf jeden Fall vegetarisch aus. Aber die anderen, weißt du noch? Die wir mal hatten, die waren alle vegetarisch. Ja, das stimmt. Oder? So.
auch hin. Sarah und ihre neue Kaffeemaschine. Das ist toll. Das müsste jetzt fertig sein. Heiß. Soll ich? So, und jetzt kommen die Sesamringe dran. Die mussten wir halbieren, damit sie reinpassen. Und die letzten 2 Börek, die ganz unten waren, sind leider zerfallen, weil sie am Gitter oder zum Teil durchs Gitter durchgerutscht sind und festhingen. Und sind die gekauften besser? Fein. Also die fertigen? Ja, die selbstgemachten sind schon lecker in der Bäckerei, aber das ist schon fein. Während du filmst, esse ich jetzt den Teller leer. Das bezweifle ich. Richtig lecker. Jetzt sind auch die Sesamringe fertig. Und die essen wir jetzt mit Peripella. Das wir hier in der Türkei kennengelernt haben. Das ist ein bisschen viel. Das ist so wie Krokant, genau, durch Kiki. Danke Kiki. Oder nicht danke, weil wir es essen. Wir essen das jetzt echt häufig. Das ist Nutella-Ersatz, mehr oder weniger. Das ist, keine Ahnung, Krokant, Haselnüsse und noch irgendwas. Guten Morgen. Wir sind jetzt hier den zweiten Tag an dem Platz und warten darauf, dass es in Kappadokien wärmer wird. Gestern sind dann noch Hanna und Julius gekommen. An der Stelle, hi ihr zwei. Die stehen hier jetzt auch wahrscheinlich noch morgen, übermorgen. Und ja, unser Plan ist auf jeden Fall jetzt Anfang der Woche Richtung Kappadokien loszufahren, auch wenn es da noch relativ kalt ist. Aber ab dem 20. März oder so soll es relativ warm werden, also relativ warm, zweistellig zumindest. Und ja, ich denke, wenn wir jetzt dann losfahren, werden wir so am 16., 17. oben sein. Also wird es noch kühl sein, aber ja, das geht dann schon. Und dann kann ich auch meinen Geburtstag da oben nämlich feiern, was natürlich auch cool wäre mit den Heißluftballons, wenn die dann am Geburtstag selber auch starten. Und ja, wir warten jetzt hier, nutzen das schöne Wetter zum Videoschneiden und so, damit wir da auf jeden Fall Puffer haben, wenn es so kalt wird, dass die Batterie für die Standheizung herhalten kann, bis wir mal ein gescheites Batteriesystem dann kriegen. Ja, so schaut unser Plan hier aus. Wir sind mittlerweile schon die 3. Nacht hier gewesen und uns ist gestern Abend aufgefallen, dass die Schiebetür in der mittleren Führung immer raushüpft. Und ja, in letzter Zeit ging die Schiebetür schon öfter schwerer, aber wir wussten nie, dass die mittlere Schiebeführung raushüpft. Wir haben immer alles andere geschmiert. Ja. Und ich habe jetzt gestern schon mal im LT-Forum oder beziehungsweise in der Facebook-Gruppe nachgefragt und da hieß es, dass man eine neue Rolle braucht. Aber wir haben jetzt hier schon bei VW angefragt, wir haben aber noch keine Antwort, ob es die hier gibt. Und jetzt schauen wir uns mal an, ob es wirklich an der Rolle liegt oder ob man es irgendwie anders provisorisch erstmal reparieren kann, damit man wieder ohne Sorge die Schiebetür auf und zu machen kann. Jetzt beim Aufschieben geht es noch. Jetzt hier etwas schwerer. Jetzt beim Zuschieben. Jetzt geht's und hier bleibt stehen. Und da hängt sie kurz und jetzt ist sie rausgehüpft. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Wenn man es unten wieder hochhebt, hüpft sie rein und dann geht es wieder leicht bis zum Ende. So. Jetzt werden wir es mal reinigen. Also die Schiene habe ich schon und hier genau bleibt es hängen, wie gerade eben gesehen. Jetzt reinigen wir das mal. Soll ich? Genau, und hier sieht man eben, dass ziemlich viel Schmutz drin ist. Jetzt hoffen wir mal, dass es daran liegt. Beziehungsweise das Schmutz. Kann sein. Soll ich? Ja.
Mach mal. Warte. Ich mach mal vorne. Aber da fehlt auch Stein, oder? Alter, die Tür fliegt gleich raus. Oder? Kann es da daran liegen? Rausgehüpft, ja. Nee, das ist das zum Rausheben von dem. So wie es ausschaut, ist die Rolle wirklich kaputt und nicht nur Schmutz. Und wir versuchen es jetzt mit einer Mutter, nee. Mit einer Beilagscheibe. Mit einer Beilagscheibe, die dazwischen zu machen, dass es einfach als Gegenhalter fungiert und so die Schiebetür nicht mehr raushüpfen kann. So. Runtergeschmissen. So, wir haben gerade von einem super netten Engländer, vom Roy, eine Beilagscheibe bekommen, die größer ist als unsere. Aber sie ist leider zu groß. Aber sie ist zu groß, ja. Jetzt probieren wir es dann doch mit unserer als Gegenhalter. So, und jetzt halt einsetzen. Es geht. Roy meinte auch, wir dürfen die Tür nicht mehr so fest zuschlagen. Jetzt dürft ihr raten, wer sich von uns beiden dran halten muss. Nee. Jetzt funktioniert es schon mal wieder, das ist schon mal gut. Das ölen wir noch mal gleich alles bei der Gelegenheit und dann passt es. Für uns geht es jetzt nach 4 Nächten weiter nach Tarsus. Dort werden wir uns, ich weiß gar nicht, ein Tor anschauen und ein Wasserfall, sagt die Sarah. Dann wird das so sein. Und ja, mehr haben wir heute jetzt nicht geplant, außer vielleicht noch ein bisschen einkaufen, weiß ich nicht. Und Essen kaufen, beziehungsweise Essen gehen wir wieder. Und morgen geht es dann weiter in Richtung Kappadokien. Da wird übrigens gerade wieder richtig schön kalt. Die Berge da hinten haben richtig viel Schnee oben, das sieht man von hier schon. Und dreimal dürft ihr raten, wo wir nach Kappadokien fahren. In diese Richtung. Juhu! Und aktuell, ich glaube heute Nacht hatten sie -8 Grad. Und in den nächsten 2 Tagen, wir hoffen drauf, dass es ein bisschen wärmer wird als angesagt, aber ja, die Chancen stehen schlecht. Und was wir auch noch sagen müssen, wir haben jetzt heute Morgen ein Hotel für Kappadokien gebucht für 2 Nächte, weil -10 Grad im Auto möchte ich nicht so gern haben. Es hieß eigentlich, dass es nachts -2, -3 hat und tagsüber jetzt so um die 0 bis 5 Grenze, also +5. Ja, der Wetterbericht hat sich schon revidiert, aber es sind ja noch jetzt 3 Tage hin. 3? Heute ist der 15. Und ja, Tobi hat ja Geburtstag am 18. Das heißt, wir werden die Nacht dann an seinem Geburtstag im Hotel verbringen und freuen uns einfach, dass wir eine heiße Dusche haben. Und was ich noch sagen muss, was ich ganz toll finde, bei dem Hotel haben wir nachgefragt, ob Hunde okay sind, weil nichts dabei stand und sie haben gesagt, ja, also nur in den öffentlichen Räumen nicht, weil es ist auch Frühstück dabei, übrigens 16 € die Nacht, das Hotel hat ganz neu aufgemacht. Finde ich klasse, dass man mit Hund dahin kann. Wir sind jetzt gerade an unserem Stellplatz angekommen, der übrigens mega ist. Spektakulär. Ein kostenloser Platz von der Stadt Tarsus, ist echt wunderschön. Ein bisschen durch die Stadt gestreift und stehen jetzt hier an einer Ausgrabung, die anscheinend gerade noch vorgenommen wird. Man sieht auch nicht viel, aber ja, das schaut schon mal aus wie ein Stuhl. Ein Stuhl? Ah ja. So, wir sind jetzt wieder auf dem Rückweg und zwar essen wir nachher ohne Rio, Ja. weil es einfach zu stressig mit ihm ist, weil ja, wir haben per Zufall einen Markt gesehen und haben jetzt noch ein bisschen Gemüse gekauft. Die Auberginen, Zucchini und Äpfel für insgesamt 1 €, also wirklich günstig.
Aber es war so viel los, es war einfach viel zu viel für ihn. Ja. Und wir haben nach dem ersten Gang abgebrochen. Und ja, jetzt bringen wir ihn dann zurück und nachher gehen wir dann auch mal los und suchen uns ein Restaurant, wo wir essen gehen können. Wir sind jetzt wieder am Stellplatz angekommen und waren gerade noch Essen holen. Ja, und zwar habe ich mir gewünscht, entweder ein Pide oder ein Schiköfte. Und es war ein bisschen schwierig, weil beim ersten Restaurant, da gab es zum Beispiel Lamashum, aber nicht vegetarisch, oder sie hatten auch nichts Vegetarisches. Und jetzt sind wir 1,7 Kilometer zu dem Restaurant gegangen, was ich gesucht habe. Und dieser Campingplatz hier, wo wir stehen, bei der Stadt Tarsus, der ist kostenlos. Und wir haben unseren eigenen Garten hier, das finde ich einfach genial. Wir fühlen uns wie so Dauercamper hier in der Stadt. Ne, ist wirklich richtig schön angelegt, auch hinter uns hier die ganze Parklandschaft. Und wenn man auf die andere Seite schaut, sieht man hinten schon die Berge mit Schnee. Und dann wissen wir auf jeden Fall, was morgen oder übermorgen bevorsteht. Ja. Da fahren wir nämlich in diese Richtung. Ja. Genau. Aber jetzt genießen wir erstmal das Essen und den Abend. Und morgen schauen wir dann weiter. Also es sind ultra mega Dürums, die wir bestellt haben. Und mein schaut wirklich auch so aus, als ob Bulgur drin ist. Und ich freue mich so darauf. Ja, wie immer halt auf Essen. Ja, ich lasse euch gleich mal teilhaben, ob es schmeckt. Aber ich bin ziemlich davon überzeugt, dass es schmeckt. Ich auch. Bis jetzt hat alles in der Türkei sehr gut geschmeckt. Also. Es schmeckt. Was ich nicht wusste, ist, dass es kalt serviert wird. Ich dachte, es ist warm. Aber das ist richtig lecker. Und wer sich jetzt fragt, was Rio in der ganzen Zeit gemacht hat, während wir Essen geholt haben, er hat Sarahs Socken zerlegt. Und ich frage mich, wo der andere Teil ist. Das werden wir nie erfahren. Beziehungsweise morgen beim Spazierengehen wahrscheinlich. Aber er hat es ganz gut verkraftet. Tobi habe ich gerade zum Döner holen geschickt, weil ich ja Untertitel mache. Was er nicht weiß, dass ich nebenbei noch schaue, ob ich ein Restaurant oder so finde, weil er hat in 2 Tagen Geburtstag. Da sind wir in Kappadokien und wir haben ja jetzt ein Hotel für 2 Tage uns geholt. Wir schenken uns eigentlich nichts oder wir schenken uns schon die letzten Jahre nichts mehr, außer dass man zusammen was unternimmt, weil wir das einfach viel wertvoller finden. Und ja, jetzt habe ich in Ruhe mal Zeit, hier am Laptop zu stöbern und schau mal, ob ich etwas Tolles finde, wo ich denke, das könnte ihm gefallen. Da kommt er schon. Hallo. Hi. Essen. War erfolgreich, zumindest teilweise. Zuerst mal Brot für morgen früh. Rio hat den Geruch für gut befunden. Ja. Dann 2 Döner, ein fleischlos. Allerdings gab es dann nur Salat mit Ketchup. Auch gut. Drauf. Und deshalb war ich dann noch bei der Bäckerei und habe diverse Sachen über Sesamringe und Börek und so weiter mitgebracht, dass du eine Alternative hast. Und jetzt können wir es draußen zusammen essen. Hier sitzt das Geburtstagskind. Guten Morgen. Heute geht es jetzt weiter nach Kappadokien, aber bevor wir fahren, und dort haben wir nämlich ein Hotel, worauf wir uns schon sehr freuen. Aber bevor wir fahren, waren wir jetzt noch beim Bäcker und haben ein bisschen was zum Frühstücken und für die Fahrt eingekauft. Also über Sesamringe, die Teile, Börek und noch so runde gefüllte Gebäcke. Und wir waren jetzt die letzten Tage schon 2 oder 3 Mal bei der Bäckerei, weil die so unglaublich gut ist und super freundlich. Und heute haben wir dann auch noch ein Börek und 2 andere Sachen dazu geschenkt bekommen, was auch mega nett ist. Und ja, jetzt genießen wir noch das Frühstück und dann fahren wir los. Wie viel Grad hast du in Kappadokien heute? Sarah hat, glaube ich, gesagt, irgendwas tagsüber bei 0 Grad und die nächsten Tage wird es tagsüber unter 0 bleiben. Also wir sind froh über das Hotelzimmer, glaube ich. Ja. Danke, dass ihr unser Video angeschaut habt und wenn ihr uns unterstützen mögt, dann lasst gerne ein Like oder ein Abo da und vielleicht sogar einen Kommentar. Und bis zum nächsten Mal auf unserer Reise.
Gegen was protestierst du denn gerade? Was? Ja, das Wetter ist doch schön. Warum beschwerst du dich denn darüber? Nicht das Wetter. Was dann? Genug beschwert, Rio? Ja. Nicht genug beschwert? Ja, du hast es schon schwer, gell? Ja, ja, ich weiß.